Die Enteignung durch das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, SAG genannt, ist ein brisantes Thema für Bankkunden und Sparer in Deutschland. Jedenfalls jene, und vielleicht gehörst du dazu, die über 100.000 € bei ihrer Bank angelegt oder auf dem Konto deponiert haben. Denn im Falle einer drohenden Bankpleite können mit dem SAG-Gesetz Guthaben von über 100.000 € eingezogen und für die Rettung der Bank verwendet werden. Was also während der letzten Finanzkrise mit Bankguthaben über 100.000 € in Zypern geschah, ist mittlerweile EU-weit eingeführt und gilt für deine Sparkasse, Volksbank und alle anderen EU-Institute. Das SAG wurde im Jahr 2015 verabschiedet und bildet eine der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zur Stabilisierung des Bankensektors in Europa. Ziel des Gesetzes ist es, die Sanierung, gegebenenfalls auch Abwicklung und Auflösung von Banken mit Hilfe von Kunden- und Investorengeldern zu ermöglichen. Verhindert werden sollen damit weitere Bailouts durch den Staat und damit den Steuerzahler, wenn es zu Bankpleiten zum Beispiel im Rahmen einer neuen Bankenkrise kommen sollte, wie wir sie 2008 erlebt haben. Daher spricht man anstelle von Bailouts von Bail-ins, ein Begriff, der absolut keinen Sinn macht, denn das Out bei Bailout steht ja dafür da, dass man jemanden aus einer bestimmten Situation hinausboxt. Und Bail-in macht da absolut keinen Sinn, aber whatever. Hier soll einfach gemeint werden, dass hier die Mittel intern gesucht werden und nicht extern. Obwohl dieses SAG-Gesetz weitgehend unbekannt ist, hat es direkte Auswirkungen auf die Vermögenswerte der Bankkunden, da sie im Krisenfall ohne rechtliche Gegenmittel enteignet werden können. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung hat hierbei das Recht, entsprechende Maßnahmen anzuordnen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Korrekterweise müssen wir natürlich sagen, dass der Begriff Enteignung hier wirklich fehl am Platz ist. Enteignung meint nur denjenigen staatlichen Zugriff auf das Eigentum, der auf die Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben gerichtet ist. Zum Beispiel einem Lastenausgleich. Oder wenn eine Autobahn durch deinen Garten gebaut werden soll und dir deswegen das Grundstück gegen Entschädigung weggenommen wird. Beim SAG-Gesetz bekommt ja nicht der Staat dein Bankguthaben, sondern deine Bank. Du hast eine Geschäftsbeziehung mit der Bank und diese reguliert das Gesetz. Was sind die Grundlagen des SAG-Gesetzes? Das SAG-Gesetz besteht aus 176 Paragraphen und regelt die Sanierung, gegebenenfalls auch die Abwicklung und Auflösung von Banken. Der Hauptzweck des Gesetzes ist die Sicherheit und Stabilität des Finanzsektors. Bei der Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen sollen systemrelevante Funktionen aufrechterhalten und die negativen Auswirkungen auf die Finanzstabilität minimiert werden. Dadurch sollen die Steuerzahler von der Finanzierung und Sanierung oder Abwicklung von Banken entlastet werden. Sehr wichtiger Punkt, ja. Es geht jetzt also hier eigentlich nicht darum, Banken in die Insolvenz zu schicken, sondern es geht eben darum, systemrelevante Banken bzw. systemrelevante Funktionen in bestimmten Banken zu erhalten. Das ist der Sinn letztlich des Gesetzes. Das SAG schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen, um in Krisensituationen schnell und effektiv handeln zu können. Hierzu werden verschiedene Maßnahmen definiert, wie beispielsweise die Möglichkeit, die Kontrolle über eine in Schieflage geratene Bank zu übernehmen, um deren Sanierung in die Wege zu leiten. Zudem können die zuständigen Behörden Eingriffsrechte erlangen und bestimmte Vermögenswerte des Instituts oder der Finanzgruppe auf ein anderes Unternehmen übertragen. Wer ist also nun von dieser sogenannten Enteignung durch das SAG-Gesetz betroffen? Neben den Anteilsinhabern der Bank spricht das SAG-Gesetz hier von sogenannten Gläubigern. Gemeint sind damit Investoren und Kunden der Bank. Die Gläubiger halten sogenannte Bail-in-fähige Verbindlichkeiten. Das sind Forderungen gegen das Kreditinstitut, bei denen das Kreditinstitut selbst Vertragspartner ist, zum Beispiel bestimmte Einlagen. Nicht alle Bankprodukte sind betroffen. Bei Abschluss einer Lebensversicherung zum Beispiel über die Bank ist der Lebensversicherer der Bank, ja, der Vertragspartner, ein eigenständiges Unternehmen in der Bankengruppe. Für diese Institute stehen eigene Sicherungsfonds zur Verfügung. Ein wichtiger Bestandteil der SAG ist die Schaffung einer Verbindlichkeitshierarchie oder sogenannten Haftungskaskade. Anteilsinhaber werden im Fall einer Ablegung als erstes durch die Herabsetzung und Umwandlung der Eigenmittel herangezogen. Danach werden weitere Gläubiger berücksichtigt. Hierbei werden die Gläubiger nach ihrem Risiko im Institut eingestuft. So haben beispielsweise die Einlagen von Privatkunden einen höheren Schutzstatus
als die Forderung von institutionellen Investoren. Die stellt sicher, dass im Falle einer Abwicklung diejenigen Gläubiger als erste Verluste tragen, die das höchste Risiko eingegangen sind. Die bail-in-fähigen Verbindlichkeiten werden nach Verwendung der Eigenmittel grundsätzlich in der nachstehenden Reihenfolge bei der Abwicklung verwendet. Also wie gesagt, zunächst natürlich die Aktionäre, ist ganz klar. Und dann kommen unbesicherte nachrangige Verbindlichkeiten, unbesicherte, nicht nachrangige und nicht strukturierte Schuldtitel und ganz zuletzt unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten und bevorzugte Einlagen. Und das ist der entscheidende Punkt. Bei der letzten Gruppe berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten handelt es sich um Einlagen von Privatpersonen, Kleinstunternehmen und kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nicht durch den Einlagensicherungsfonds gedeckt sind. Das heißt, Einlagen, die 100.000 Euro übersteigen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass Einlagen einschließlich von Festgeldern, Termingeldern und Sparguthaben bis zu 100.000 Euro nicht zur Rettung herangezogen werden dürfen. Zu dieser Gruppe nicht berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gehören unter anderem auch besicherte Verbindlichkeiten, zum Beispiel Pfandbriefe, Verbindlichkeiten aus der Verwahrung von Kundenvermögen und Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis. Die Abwicklungsbehörde kann die bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ebenfalls durch Herabschreibung oder Umwandlung verwenden. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Führt die Abwicklungsmaßnahme dazu, dass ein Gläubiger schlechter gestellt ist, als dies in einem regulären Insolvenzverfahren gegenüber dem Kreditinstitut der Fall gewesen wäre, führt dies zu einem Ausgleichsanspruch des Gläubigers gegen den zu Abwicklungszwecken eingerichteten Fonds. Was heißt es jetzt genau? Es heißt im Grunde genommen, wenn du davon betroffen bist und bei so einer Abwicklung, jetzt sage ich mal, hier 150.000 auf dem Konto hast, also 50.000 werden eingezogen und dann käme hinterher heraus, dass bei einer Bankenpleite du diese 50.000 Euro aus irgendeinem Grund nicht verloren hast. Schwer absehbar, wie man es überhaupt jemals prüfen sollte, aber sei es mal dahingestellt, dann hast du einen Ausgleichsanspruch. Klingt alles sehr theoretisch und wenig nachvollziehbar. Wie ist das Verfahren? Wie läuft sowas ab? Was passiert, wenn hier die Behörden eingreifen nach dem SAG-Gesetz? Das Verfahren nach dem SAG-Gesetz beginnt, wenn eine Bank in finanzielle Schwierigkeiten gerät und eine Sanierung oder Abwicklung notwendig wird. Die zuständigen Behörden, wie zum Beispiel die BaFin oder Europäische Zentralbank, werden aktiv und entscheiden über die notwendigen Maßnahmen. Dabei kann es zu einer teilweise oder vollständigen Enteignung der Bankguthaben der Kunden kommen. Im Falle, dass die Mittel eingezogen werden aufgrund des SAG-Gesetzes, haben die betroffenen Kunden keine rechtlichen Mittel, um dagegen vorzugehen. Allerhand, oder? Die eingezogenen Beträge können nicht zurückgefordert werden und ein Widerspruchsverfahren ist ausgeschlossen. Dies liegt unter anderem daran, dass nach § 5 dieses SAG den sogenannten Funktionsträgern Stillschweigen über das Abwicklungsverfahren auferlegt wird. Schließlich soll ein Bankrun vermieden werden. Also ganz klar, die Betroffenen werden hier im Dunkeln gehalten, weil man hat natürlich Sorge, je mehr Details man hier letztlich preisgibt, desto mehr schlittert die Bank in eine Krise. Ja, das heißt, die Behörden machen hier einfach mal, du wirst vor vollendete Tatsachen gestellt und hast keine Zeit mehr, dein Geld in Sicherheit zu bringen oder irgendwas anderes zu machen. Dementsprechend die Rechte von Betroffenen bei dieser Enteignung durch das SAG-Gesetz sind stark eingeschränkt. Ja? Dies bedeutet, wie gesagt, dass die Betroffenen erst bei der Umsetzung der Enteignungsmaßnahme informiert werden. Eine vorherige Information oder ein Zustimmungsrecht der Anleger ist nicht vorgesehen. Du kannst also nicht noch schnell dein Geld auf eine andere Bank überweisen. Wie gesagt, das würde zu einem Bankrun führen. In Bezug auf den Rechtsschutz der Betroffenen ist die Situation im Rahmen des SAG-Gesetzes sehr stark eingeschränkt. Das Einzige, was du machen kannst, ist eigentlich eine Verfassungsbeschwerde einzulegen. Alle anderen Rechtsmittel sind nicht möglich. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie kannst du dich schützen? Ganz wichtig zu verstehen, das SAG-Gesetz ist die Umsetzung von EU-Recht in Deutschland. In allen EU-Ländern gelten ungefähr die gleichen Regeln. Wenn du dein Vermögen schützen willst, musst du als erstes darauf achten, wie dein Vermögen momentan strukturiert ist. Hast du hohe Barmittel auf einem EU-Konto liegen, die du nicht unbedingt in bar benötigst? Macht eine Umschichtung in Edelmetalle oder Sachwerte Sinn, zum Beispiel Edelsteine? Kannst du deine Barmittel auf mehreren Konten verteilen? Dann bleibt natürlich auch noch die Kontoeröffnung im Ausland.
Jeder EU-Bürger kann ein Postbankkonto in der Schweiz eröffnen. Dort gibt es auch eine Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Franken. Du musst dich eben mit dem Franken als Währung gut fühlen. In den meisten anderen Ländern ist die Einlagensicherung eher bescheidener aufgestellt. Die USA bilden hier eine Ausnahme. Hier sind $250.000 gesichert, also ungefähr 250.000 Euro. Außerdem nehmen die USA nicht am automatischen Datenaustausch teil. Auch hier musst du dich natürlich mit dem US-Dollar wohlfühlen. Hat ja seine eigenen Probleme, der Dollar. Außerdem ist eine Reise in die USA notwendig und du brauchst wahrscheinlich eine US-Steuernummer. Dabei können wir dir helfen, wenn du willst. Für Geschäftskonten haben wir in den USA sogar eine Bank, die Einlagen bis zu $5 Millionen versichert, wobei der Betrag jenseits der Haftungssumme der Einlagensicherung durch die Banken selbst organisiert wird. Hier haben mehrere Banken zusammen einen Sicherungsfonds gebildet. Du kannst also eine steuerfreie LLC als Personengesellschaft eröffnen und für diese ein Konto dort eröffnen. Auch dort bei der Gründung der Gesellschaft und der Kontoeröffnung können wir dich gerne unterstützen. Ja, ein sehr komplexes Thema. Jeder muss sich hier genau mit beschäftigen, was für ihn das Ganze bedeutet. Vermögensschutz heutzutage extrem wichtig. Wir wissen alle, da kommt noch einiges auf uns zu. Je schlechter es um die Finanzen der Staaten gestellt ist, je wahrscheinlicher werden Maßnahmen wie zum Beispiel ein Lastenausgleich oder andere Maßnahmen wie die Vermögensteuer. Ansonsten können ja die verschiedenen Länder den Sozialstaat gar nicht mehr finanzieren. Wenn das ein Thema ist, was für dich wichtig ist, wo du Gesprächsbedarf hast, dann buche ein Beratungsgespräch. Der Link ist hier in der Beschreibung. Wir beraten viele Mandanten beim Vermögensschutz und haben viele Maßnahmen schon eingeleitet für den Vermögensschutz und wir konzentrieren uns dabei meistens auf Länder außerhalb der EU. Wenn das auch für dich interessant ist, dann freue ich mich, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.